Wer bist du? Ich bin Olli, ich bin 30 Jahre alt, studiere Astrophysik in Potsdam und mache seit 6 Jahren plus minus Parkour oder ADD. Wie viel Liegestütz machst du am Tag? Das ist unterschiedlich, manchmal gar keinen. Und je nachdem, wenn dann Training ist und dann können auch schon mal 101 Liegestütze bei rumkommen. Ist unterschiedlich. Bist du bereit für die richtigen Fragen? Nein. Was bedeutet der Ort hier für dich? Ich habe ihn ausgewählt, weil ich 100, 200 Meter weiter in die Richtung arbeite. Da ist die Sternwarte Potsdam und da schreibe ich meine Masterarbeit seit circa einem Jahr. Und ab und zu nach der Arbeit gehe ich halt hier hin und genieße ein bisschen so die Aussicht. Und da dachte ich, das ist eigentlich ganz schön für ein Interview, weil man hier so schöne Sichtachsen auf die Stadt hat. Genau, deswegen habe ich den Ort ausgesucht. Deine inneren Dämonen. Warum trainierst du? Also eigentlich ursprünglich habe ich angefangen zu trainieren oder eigentlich habe ich so für mich selber gar nicht ursprünglich trainiert, sondern ich habe über den Unikurs quasi reingeschnuppert, was Parkour überhaupt ist und wollte das mal ausprobieren und habe da sehr schnell Gefallen dran gefunden und das hat mich sehr motiviert, dabei zu bleiben und dann erst über die Zeit und auch über die Jahre oder habe ich dann auch für mich selber entdeckt, dass ich auch selber trainieren kann oder auch sollte oder auch, dass das mich selber weiterbringt, selber zu trainieren und dass man durch das Training seine lernt, mit seinen Ängsten und Unsicherheiten umzugehen, dass man durch das Training halt zum einen natürlich stärker wird, aber man lernt halt auch, dass man nicht vor allem Angst haben braucht, sondern man kann sich auch an Sachen rantasten durch so ein Training und dadurch ein bisschen Ängste abbauen und einfach merken, dass man selber mehr kann vielleicht, als man sich selber zutraut. Was bedeutet für dich eine ehrliche Praxis? Okay. Also würde ich jetzt spontan so sehen, unter ehrlich, dass ich nicht irgendwie hintrainiere, um schön posen zu können auf Facebook oder Instagram, sondern ehrlich, dass ich für mich trainiere, dass ich vielleicht auch trainiere, worauf ich Lust habe oder auch das trainiere, wo ich gerade keine Lust habe. Und dass man sich selber nichts vormacht und auch, wenn es halt am Tag gerade nicht so gut läuft, man schafft irgendeinen Sprung nicht oder ein Kong oder weiß ich nicht, gerade klappt irgendwas nicht so gut, da muss man das halt auch akzeptieren und einsehen und ehrlich zu sich selber sein. Oder man steht an irgendeinem schwierigen Sprung oder man traut sich gerade nicht irgendwie in einer besonderen Weise über einen Rail zu gehen. Dann muss man vielleicht auch ehrlich sein und sich eingestehen, okay, heute bin ich noch nicht bereit dazu und dann verschiebt man das auf ein anderes Mal oder so. Vielleicht nicht, dass man das für Fame macht oder für jemand anderes oder so, sondern in erster Linie, dass man für sich selber trainiert. Denk an deine Anfangszeit. Was würdest du dir rückblickend gerne sagen? Das ist eine gute Frage. Dass ich vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, vielleicht, dass ich mich schon mehr oder weniger schneller hätte mehr mit dem ganzen Parcours-ADD-Thema beschäftigen sollen oder ich weiß nicht, zurückblickend finde ich das eigentlich ganz gut, wie es gelaufen ist, weil dadurch, dass ich diesen Unikurs damals angefangen habe zu besuchen, habe ich überhaupt euch und den ganzen Freundeskreis so kennengelernt und habe selber auch sehr viel dazugelernt, bin selber irgendwie selbstbewusster geworden und jetzt zurückblickend bin ich ziemlich sicherer in manchen Sachen und würde das immer wieder so machen eigentlich jetzt zurückblicken, wenn ich zu meinem älteren jüngeren Ich zurückschaue, dann ich würde es eigentlich glaube ich wieder so machen, weil irgendwie, so wie es jetzt gelaufen ist, finde ich das eigentlich ganz gut. Klar könnte ich irgendwie schneller auch zu den Fähigkeiten jetzt gekommen sein, die ich jetzt habe,
vielleicht wäre das so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, zieh das ein bisschen doller durch oder so und bleib ein bisschen mehr am Ball. Was Training angeht, dann siehst du schneller Erfolge. Aber das bereue ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt vielleicht langsamer Fortschritte gemacht als andere, aber ich habe auf jeden Fall kontinuierlich immer dazugelernt und damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Welche Erfahrungen hast du gemacht und wünschst du anderen? Da fällt mir auch spontan, Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht, darin Ängste irgendwie vielleicht nicht, man merkt es gar nicht so, zu besiegen, würde ich jetzt sagen, aber eher abzubauen. Also speziell zum Beispiel meine Höhenangst, habe ich irgendwann die Erfahrung gemacht, man testet sich immer so ein bisschen ran und man muss natürlich sich auch der Angst so ein bisschen aussetzen. Mittlerweile macht mir Höhe jetzt eigentlich nicht mehr so viel aus und das ist eine Erfahrung, die ich anderen weitergeben würde, dass dieses Parcours-ADD-Training dazu dient, irgendwie, dass man sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen muss, irgendwie dann zwangsweise auch, weil sonst stagniert man irgendwie. Dass man dafür dann aber auch, wenn man sich da reinbegibt und irgendwie sich damit auseinandersetzt, dass man dafür aber dann auch belohnt wird mit Freiheit. Also dadurch, dass man Ängste abbaut, gewinnt man natürlich an Freiheit dazu. Und diese Erfahrung zu machen, fühlt sich ziemlich gut an. Also kann ich nicht anders beschreiben als Freiheit oder auch wie auch immer, mental oder auch körperlich. Einfach freier durch die Stadt oder durch die Landschaft zu gehen und genau, das ist eine schöne Erfahrung. Was ist deine größte Angst? Ich glaube, meine Angst ist, dass ich irgendwann nicht mehr das so machen kann, umsetzen kann, was ich gerade kann. Also dass irgendwann mein Fitnesslevel, dass ich das nicht mehr halten kann und dass ich dann irgendwann altersbedingt einfach abbaue und dass das dann ein neuer Prozess wird, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, damit lernen, sich mit weniger zu begnügen, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Ich glaube, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber ich glaube, ich habe mehr ein bisschen Angst dann vor der Zukunft, genau. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerade meine Masterarbeit schreibe und auch nicht weiß, was nach der Masterarbeit kommt. Das sind alles so ein bisschen diffuse Zukunftsängste, die sich vielleicht alles ein bisschen vermengen. Genau. Was hast du niemals erwartet zu lernen und doch gelernt? Jede Menge. Also ich bin eigentlich bin immer noch ein vorsichtiger Typ, aber ich bin als sehr noch viel vorsichtigerer Typ in das Training vor 6 Jahren oder so gestartet, wo ich eigentlich vor so ziemlich allem Angst hatte. Also ich hatte Angst davor, überhaupt in den Handstand reinzugehen. Ich hatte Angst davor, auf hohe Sachen zu klettern. Ich hatte Angst davor, sowieso Salti zu machen. Also ja, oder auch von Stangenprezis zu machen oder so. Also ich hatte, glaube ich, vor ziemlich sehr viel Angst und musste mich auch bei vielen Sachen rantasten und überwinden und ziemlich viel immer mental arbeiten und mich dann irgendwie durchpowern, das doch dann zu machen. Ist bisher auch alles gut gegangen. Und einer der größten Ängste ist, glaube ich, wirklich so, das hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals draußen in freier Natur, in frischer Luft einen Flip machen werde. Sei es jetzt nur ein schnöder Vorwärtssalto, aber wie es so sein soll, habe ich gestern zum ersten Mal einen draußen gemacht. Zwar nur eine Sandgrube und von mir ist auch die Form nicht schön, aber ich bin so froh, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben draußen ein Vorwärtssalto machen konnte. Und das hätte ich wirklich niemals gedacht, ja. Dass das jemals passieren wird. Was hat dir die Praxis gegeben, das du gerne weitergeben möchtest? Also wie schon gesagt, mit Ängsten umzugehen, dass man, selbst wenn man starke Ängste hat, man muss nicht sein ganzes Leben mit denen rumschleppen, sondern man kann die auch abbauen. Und genau. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich in einem Training irgendwie langsam an Dinge herantastet. Also man muss nicht auf Teufel komm raus gleich irgendwie krasse Sachen reißen oder so, sondern sehr viel ist auch erstmal Konditions- und Krafttraining, um den Körper vorzubereiten und dann kann man sich sukzessive an irgendwelche Challenges heranarbeiten
Und dass man nicht sofort dann aufgibt, wenn man merkt, okay, es klappt jetzt nicht sofort, okay, dann muss man halt länger irgendwie dran trainieren oder vielleicht nochmal eine Progressionsstufe runtergehen und das dann erstmal nochmal üben, aber halt nicht aufzugeben, weil dann braucht man vielleicht 1-2 Monate länger als andere oder vielleicht auch ein halbes Jahr länger als andere, bis man dann endlich zu dem Fortschritt kommt, den man bei anderen sieht. Aber es geht ja eigentlich um einen selber und wie sehr man sich selber verbessert im Vergleich zu dem Vergangenheits-Ich. Und das ist ja eigentlich das, um woran es geht. Und das würde ich im Training oder in der Lehre versuchen irgendwie weiterzugeben, sich Zeit zu nehmen und genau, mit gesundem Menschenverstand an sowas ranzugehen. Und das mit der Zeit, man muss einfach nur genügend Zeit irgendwie so reinstecken und dann kommt das schon. Also, genau. Was wolltest du schon längst getan oder gelernt haben? Ein Rückwärtssalto. Da bin ich noch sehr schisselig. Traue ich mich nur in der Halle, wenn links und rechts jemand daneben steht und mich quasi auffangen könnte, wenn ich den verkacke. In Halle, eigentlich körperlich schaffe ich auch den Rückwärtssalto, aber das würde ich mir eigentlich, habe ich den im Kopf schon, würde ich mir das gerne wünschen, dass ich den schon selber frei könnte. Vielleicht auch nur in der Halle wenigstens selber frei. Das wäre so eine Sache. Genau, da würde ich mir wünschen, dass ich da schon weiter bin. Aber genau, sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und Handstand vielleicht noch, dass Handstand immer noch nicht sauber funktioniert. Okay, was hält dich davon ab? Beim Rückwärtssalto hält mich davon ab, dass ich Angst davor habe und dann habe ich auch so, drücke ich mich halt davor, in der Halle dann Leute zu fragen, könnt ihr mich unterstützen, weil dann denke ich, ja, die machen halt ihr eigenes Training und dann will ich die jetzt nicht unterbrechen, was die anderen gerade machen und dann halte ich mich selber irgendwie zurück und dann verschiebe ich das, sage ich innerlich, okay, ich verschiebe das auf nächste Woche, bla bla bla. Und dann kommt sowas jetzt wie Covid-19, wo man überhaupt nicht mehr in der Halle trainieren darf. Dann verschiebt sich das gleich wieder um ein paar Monate. Dann kommt vielleicht Sommer, wo man gar nicht mehr in die Halle geht. Dann ist schon wieder ein Jahr für den nächsten Winterzeitraum. Und da kann man dann sich erst wieder ranarbeiten. Und ja, das ist nicht gut, das immer zu verschieben. Also ich glaube, man muss dann einfach dranbleiben. Trifft auch auf den Handstand zu. Wenn ich den vielleicht täglich einfach üben und trainieren würde ich den vielleicht auch schon relativ sauber können. Aber dadurch, dass ich das nur einmal alle paar Tage mache, so mehr oder weniger halbherzig, dann kann ich auch nicht viel mehr erwarten. Was hast du schon oft gedacht, aber bisher nie ausgesprochen? Ja. Wüsste ich jetzt gar nicht. Also in welche Richtung ich da denken soll. Nee, war ja die Frage? Weiß ich nicht. Das ist die schwierigste Frage bisher. Ja, mir fällt jetzt gerade nichts Großes, Philosophisches ein oder so. Deswegen eher vielleicht im kleineren Rahmen, dass ich vielleicht einfach mal Danke sagen wollte, dass Alex immer so oft mich jetzt quasi einlädt zu so einem täglichen Trainings, weil ich sonst jetzt die letzten Woche, glaube ich, ziemlich versackt wäre zu Hause. Und das hilft wirklich, einfach rauszukommen, sei es auch nur mal für 1-2 Stunden am Tag. Aber so diese kurzen kleinen Trainings, die bringen es auf jeden Fall. Und die haben es jetzt auf jeden Fall auch die letzten Wochen ausgemacht. Und da sage ich jetzt in dem Rahmen einfach mal Danke. Ja. Ja, cool, dann vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Falls du noch irgendwas Abschließendes für alle sagen willst, die sich das vielleicht anschauen, dann hast du jetzt noch die Chance. Danke, dass ich hier das Interview geben durfte, ein paar Fragen gestellt zu bekommen. Ja, Parcours ADD ist eine schöne Sache. Nee, das meine ich völlig ernst, weil man lernt sehr viel über sich selbst und auch übertragen aufs normale Leben kann man da auch einiges anwenden, dass man jetzt nicht immer gleich denkt, oh, das ist unschaffbar, das werde ich nie erreichen und dann probiert man es erst gar nicht, sondern dass man sich halt Stück für Stück ja auch an Sachen rantasten kann
man muss nicht gleich alles auf einmal gut können oder schaffen. Und das finde ich, gibt es halt viele Parallelen ins normale Leben und dass man genau viel auch lernen kann. Und deswegen war es jetzt nicht mal unernst gemeint, sondern ich glaube, das ist schon eine wichtige Trainingsart. Ja.